Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Marc, wie geht's dir heute? Hallo Sarah, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's gut. Letzte Nacht hatte ich einen sehr seltsamen Traum und ich möchte dir darüber erzählen. Wirklich? Ich höre gerne von Träumen. Was ist in deinem Traum passiert? In meinem Traum war ich in einem großen, wunderschönen Garten. Der Garten war voller bunter Blumen und hoher Bäume. Der Himmel war blau und die Sonne schien. Das klingt sehr schön. Hast du jemanden im Garten gesehen? Ja, das habe ich. Ich sah ein Mädchen auf einer Bank sitzen. Sie zeichnete mit einem Bleistift in einem kleinen Notizbuch. Ich ging zu ihr und sagte Hallo. Wie sah das Mädchen aus? Sie hatte lange braune Haare und trug ein einfaches weißes Kleid. Ihr Lächeln war sehr warm und freundlich. Das ist schön. Hast du mit ihr gesprochen? Ja, wir haben ein paar Minuten geredet. Sie sagte mir, dass ihr Name Lilly sei. Ich fragte sie, was sie zeichnete, und sie zeigte mir ein Bild von einem Schmetterling. Ein Schmetterling? Ich mag Schmetterlinge. Was passierte als nächstes in deinem Traum? Nachdem ich mit Lilly gesprochen hatte, ging ich im Garten herum. Ich sah einen kleinen Teich mit klarem Wasser. Es schwammen viele bunte Fische im Teich. Das klingt sehr friedlich. Hast du am Teich etwas gemacht? Ich setzte mich auf einen Stein am Teich und beobachtete die Fische. Ich fühlte mich sehr ruhig und glücklich. Dann sah ich einen großen Baum mit einer Schaukel daran. Eine Schaukel? Das klingt nach Spaß. Ja, ich ging zur Schaukel und begann hin und her zu schwingen. Ich fühlte mich, als würde ich fliegen. Der Wind war sanft und ich lachte, während ich höher und höher schwang. Das muss ein sehr schönes Gefühl gewesen sein. Das war es. Ich fühlte mich frei und voller Freude. Nachdem ich geschaukelt hatte, sah ich einen Weg, der zu einem kleinen Hügel führte. Ich beschloss, den Hügel zu erklimmen. Einen Hügel in einem Traum zu erklimmen, klingt interessant. Was hast du oben gesehen? Als ich den Gipfel des Hügels erreichte, sah ich den ganzen Garten. Er war von oben noch schöner. Ich konnte die Blumen, den Teich und die Bäume zusammen sehen. Das muss eine wunderbare Aussicht gewesen sein. Ja, das war es. Ich stand einen Moment dort und fühlte mich sehr glücklich. Aber dann passierte etwas Seltsames. Was war seltsam an deinem Traum? Plötzlich begann der Himmel sich zu verändern. Der blaue Himmel wurde dunkel und die Sonne verschwand. Ich fühlte mich ein wenig ängstlich. Das ist interessant. Träume können sich manchmal schnell ändern. Ja, das können sie. Ich versuchte, meinen Weg zurück in den Garten zu finden, aber der Weg war verschwunden. Alles wurde sehr neblig. Neblig? Das klingt ein bisschen gruselig. Ich rief nach Lilly, aber ich konnte sie nicht mehr sehen. Ich fühlte mich einsam im Nebel. Ich verstehe. Es ist schwer, wenn ein Traum sich so verändert. Ich ging langsam, versuchte, einen Ausweg aus dem Nebel zu finden. Nach ein paar Minuten sah ich ein kleines Licht in der Ferne. Ein Licht? Was hast du getan? Ich folgte dem Licht. Als ich näher kam, begann der Nebel sich zu lichten. Ich sah eine Tür aus Holz. Eine Tür in deinem Traum? Das ist sehr interessant. Ja, ich öffnete die Tür und trat hindurch.
Plötzlich war ich wieder im Garten, aber er war anders. Die Farben waren lebendiger und alles fühlte sich lebendiger an. Das klingt magisch. Das war es. Ich rannte wieder zum Teich und die Fische schwammen fröhlich. Ich sah Lilly noch einmal und sie winkte mir zu. Hast du wieder mit ihr gesprochen? Ja, ich fragte sie, was die Tür bedeutete. Sie lächelte und sagte, manchmal musst du durch eine Tür gehen, um einen neuen Anfang zu finden. Das ist eine schöne Botschaft. Ich fühlte mich sehr ruhig, nachdem sie das gesagt hatte. Ich wusste, dass es immer einen Weg gibt, wieder glücklich zu werden, auch wenn sich Dinge ändern und beängstigend werden. Ich mag diese Idee wirklich. Träume können uns wichtige Lektionen erteilen. Ja, das können sie. Nachdem ich mit Lilly gesprochen hatte, verbrachte ich noch etwas Zeit im Garten. Ich pflückte ein paar Blumen und steckte sie mir ins Haar. Das klingt sehr schön. Hast du noch etwas anderes gemacht, bevor du aufgewacht bist? Ich setzte mich am Teich und schloss für einen Moment die Augen. Ich lauschte den Geräuschen der Natur, den singenden Vögeln, dem plätschernden Wasser und der sanften Brise. Ich wünschte, ich könnte diesen Garten besuchen. Er klingt wie ein perfekter Ort. Er war's wirklich. Als ich aufwachte, fühlte ich mich sehr glücklich und ruhig. Ich erinnerte mich an jedes Detail des Traums und lächelte. Solche Träume können unseren Tag verbessern. Sie sind wie ein kleines Geschenk von unserem Geist. Ja, da stimme ich zu. Ich habe meinen Traum sogar in einem Notizbuch aufgeschrieben, damit ich ihn nicht vergesse. Das ist eine gute Idee. Ich schreibe manchmal auch meine Träume auf. Es hilft mir, sie zu erinnern. Und wie ist es bei dir, Marc? Hattest du letzte Nacht interessante Träume? Tatsächlich ja, ich hatte einen Traum, dass ich am Himmel flog. Ich fühlte mich sehr frei und glücklich. Fliegen in einem Traum klingt erstaunlich. Kannst du mir mehr darüber erzählen? In meinem Traum war ich in einem kleinen Flugzeug. Der Himmel war klar und die Sonne schien. Ich flog über eine wunderschöne Stadt mit hohen Gebäuden und grünen Parks. Das klingt sehr schön. Hast du dich dabei ängstlich gefühlt? Nein, überhaupt nicht. Ich fühlte mich sehr ruhig und aufgeregt. Ich genoss die Aussicht und das Gefühl des Fliegens. Ich liebe Träume wie diesen. Sie machen mich so glücklich, wenn ich aufwache. Ja, Träume können eine Möglichkeit sein, aus unserem Alltag zu entfliehen und etwas Wunderbares zu erleben. Ich stimme zu. Manchmal, wenn ich einen schweren Tag habe, freue ich mich darauf, nachts zu träumen. Träume können uns auch helfen, unsere Gefühle zu verstehen. Selbst die seltsamen oder gruseligen Träume können uns etwas lehren. Das stimmt. Ich hatte einige Träume, die ein wenig gruselig waren, aber sie zeigen mir immer einen Weg, mich besser zu fühlen. Ich denke, unsere Träume sind wie ein Spiegel. Sie spiegeln unsere Gedanken und Emotionen wider. Ja, und das Teilen von Träumen mit Freunden macht sie noch besonderer. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich dir von meinen Träumen erzähle. Ich empfinde das Gleiche. Es ist schön, über unsere Träume zu sprechen und voneinander zu lernen. Marc, glaubst du, dass Träume eine besondere Bedeutung haben? Ich habe gelesen, dass manche Menschen glauben, Träume könnten uns etwas über unsere Zukunft oder unsere Gefühle sagen. Was denkst du darüber? Ich denke, Träume sind sehr persönlich. Sie können eine Mischung aus unseren Hoffnungen, Ängsten und Erinnerungen sein. Manchmal helfen sie uns, Probleme zu lösen. Ich stimme zu. Wenn ich eine schwierige Frage im Kopf habe, träume ich manchmal davon.
Am nächsten Tag habe ich eine neue Idee. Das ist interessant. Das habe ich auch schon erlebt. Es ist, als würde unser Gehirn auch im Schlaf hart arbeiten. Ja, unser Verstand ist nachts sehr aktiv. Ich glaube auch, dass Träume uns inspirieren können. Zum Beispiel kann ein Traum über ein Abenteuer uns dazu bringen, im echten Leben neue Dinge auszuprobieren. Ich fühle mich inspiriert, wenn ich aus einem schönen Traum aufwache. Es gibt mir Energie für den Tag. Sarah, hast du einen Lieblingstraum, an den du dich sehr gut erinnerst? Ja, das habe ich. Ich träumte einmal, dass ich am Strand bei Sonnenuntergang spazieren ging. Der Himmel war voller orange und pinker Farben und das Wasser war ruhig. Das klingt wunderschön. Was passierte in diesem Traum? In diesem Traum sammelte ich kleine Muscheln im Sand und hörte den sanften Wellen zu. Ich fühlte mich sehr entspannt und glücklich. Ich liebe Träume wie diesen. Sie machen mich selbst nach dem Aufwachen ruhig. Ja, dieser Traum bleibt immer in meinem Kopf. Er erinnert mich daran, dass ich auch an einem geschäftigen Tag Frieden finden kann. Ich wünschte, ich könnte jede Nacht einen Traum wie diesen haben. Vielleicht kannst du versuchen, vor dem Schlafengehen an den Strand zu denken. Manchmal können unsere Gedanken vor dem Schlafen unsere Träume beeinflussen. Das ist eine gute Idee. Ich werde es heute Nacht versuchen. Danke, dass du mir von deinem Traum erzählt hast, Sarah. Danke, dass du zugehört hast, Marc. Ich rede immer gerne über unsere Träume. Es lässt mich dir näher fühlen. Ich fühle das Gleiche. Es ist schön, unsere Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. Ich habe noch eine Frage, Marc. Glaubst du, dass unsere Träume uns im wirklichen Leben helfen können? Ja, ich glaube, Träume können uns helfen. Sie können uns unsere Gefühle, Ängste und Wünsche zeigen. Wenn wir unsere Träume verstehen, können wir uns selbst besser verstehen. Ich stimme zu. Manchmal, wenn ich meinen Traum in meinem Tagebuch aufschreibe, lerne ich etwas Neues über mich selbst. Das ist sehr wahr. Träume sind wie ein Führer. Sie können uns helfen, Entscheidungen zu treffen und für die Zukunft zu planen. Ich werde weiterhin auf meine Träume achten und sie aufschreiben. Danke für das schöne Gespräch, Marc. Danke, Sarah. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie machen mich glücklich und ruhig. Ich hoffe, du hast heute Nacht viele weitere wunderbare Träume. Und ich hoffe, dass du das auch tust, Sarah. Gute Nacht. Gute Nacht, Marc. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keines unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.